Ich selbst bin Dieter Wesp, ich bin Stadtführer und Stadthistoriker in Frankfurt am Main und ich habe 2016 im Rahmen eines Stipendiums der Stiftung Polytechnische Gesellschaft als Stadtteilhistoriker die Geschichte dieses Hauses erforscht. Anfangs war ich nur an dem Haus interessiert, weil ich hier in der Nähe wohnte und mir war noch völlig unklar, was ich hierbei finden würde. Klar war mir schon, dass einige der Gründungsmythen, wann ist es gebaut worden, wer war der Bauherr, sehr wahrscheinlich nicht stimmen konnten. Wenn Georg Speyer der Bauherr war und das Denkmalamt sagt, es ist 1904 gebaut, kann das schon mal nicht stimmen, da Georg Speyer 1901 schon gestorben ist. Ja, wir stehen hier im Arbeitszimmer von Eduard Beit von Speyer. Das ist der Name des Erbauers dieser Villa. Das ist noch der Originalkamin von 1901. Und Eduard Beit von Speyer war Bankier, war vermögend und hat hier in Sachsenhausen, im Frankfurter Westen, diese Villa gebaut und er heiratet eine Frankfurter Tochter und das ist Hanna Lucy Speyer. Die kommt ebenfalls aus einer Bankfamilie, das passt ganz gut zusammen und das Ehepaar richtet sich dann einen repräsentativen Wohnsitz ein, das ist eben die Villa Beit von Speyer. Das ist ein Blick in das historische Treppenhaus zur Zeit, als Eduard Beit von Speyer mit seiner Frau Lucy hier in diesem Haus noch lebte. Das Treppenhaus hat die spätere Nutzung und den Krieg völlig unbeschadet überstanden. Hier ein Blick in den großen Salon der Familie. Auf der linken Seite hängt ein Ölgemälde, das alle Kinder der Familie zeigt. Der älteste Sohn fällt gleich im ersten Jahr des Ersten Weltkriegs. Darüber kommt die Mutter nicht hinweg. Sie stirbt am gebrochenen Herzen schon 1918. Hier oben, das ist die Villa, in der wir gerade sind. Und das ist jetzt schon ein spätes Foto von ihm. Er starb 1933. Das Foto dürfte etwa aus dem Jahr 1927 stammen. Die Erben sind seine Kinder, die ganz in der Nähe ihr eigenes Haus gebaut haben, die aber wissen, was ihnen von den Nazis droht und schon 1934 in die Schweiz emigrieren. Das Haus des Sohnes, das unmittelbar neben der Villa steht, Paul-Ehrlich-Straße Nummer 5. Das ist der Sohn, der hier aus dem Haus geht, das ist seine Ehefrau. Hier das Engelchen, das wir eben im Garten gesehen haben. Das sind dann auch diejenigen, die das Haus an die Stadt abtreten müssen und dafür einen Betrag bekommen, der auf ein Sperrkonto eingezahlt wird, sodass die Verkäufer noch nicht mal über dieses Geld verfügen konnten. Und es reiht sich ein in eine ganze Reihe von Immobilien. Insgesamt sind es 170, die in der Zeit von 1933 bis 1945 allein von der Stadt Frankfurt angeeignet werden. Bislang hat die Stadt Frankfurt die Geschichte der Arisierung jüdischer Immobilien, also nur durch die Stadt selbst, noch nicht systematisch aufgearbeitet. Das Buch, das publiziert wurde, jetzt, die Fallstudie zu Villa Kennedy, führte dazu, dass die Stadt beschlossen hat, dass sie das jetzt aufarbeiten wird. Der Auftrag liegt beim Fritz-Bauer-Institut und ich hoffe, dass es demnächst bald losgeht. Und es sind immerhin 170 Immobilien, darunter viele Immobilien mit großen Parks, die drumherum sind. Wenn man die arisierten Immobilien aus jüdischem Besitz, nur die die Stadt Frankfurt sich geholt hat, mal zusammenzählt, kommt man auf eine Fläche, die dem Bereich der Stadt Frankfurt innerhalb des inneren Anlagenrings, also der früheren Stadtmauer des 14. Jahrhunderts entspricht. Und das ist schon eine gewaltige Fläche. Wir sehen hier im Vordergrund das Hippodrom, die Pferdereithalle. Wir sehen die breite heutige Stresemannallee und hier an dieser Position, das ist die Villa Beit von Speyer. Da gibt es ganz viele Orte in Frankfurt, an denen solche Geschichten zu erzählen sind. Muss ich klar machen, Frankfurt am Main hatte 1933 den höchsten Anteil jüdischer Bevölkerung in ganz Deutschland, noch vor Berlin. Fast 5% waren es.
Und deswegen ließen sich an Tausenden von Orten in Frankfurt solche Geschichten als Denkmal am Ort erzählen. Es gibt die Stolpersteine, die vermitteln den letzten frei gewählten Wohnort, aber der Versuch, in noch bestehende Gebäude zu kommen und im Innern dieser Gebäude an die Geschichte der vergessenen oder noch vergessenen Bewohnerinnen und Bewohner zu erinnern, absolut notwendig und richtig.